ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute so einen Startschuss zu so einer Trilogie hat mir so geplant. Wie verlief die Reise für uns bisher? Wir sind ja Anfang des Jahres ausgewandert, haben Deutschland verlassen und da wollen wir so ein bisschen erzählen über die Schwierigkeiten, die Hürden, die Probleme, die wir so hatten, die Eindrücke und ja, wir fangen an eigentlich mit dem Sachenpacken. Das war so ein bisschen das, wo man das meiste unterschätzt. Man liest, man sieht die ganzen Dokus, Auswanderungen und denkt sich immer: „Ach, Das schaffen wir ja, auch, das ne? das ist so viele Fehler, die sind ja alle ja, das kann doch nicht sein", ne? Ja, und dann, wenn wir dann irgendwie dann wird's immer knapper, knapper und dann stehen noch die Möbel alle und irgendwie gibt's da die eine oder andere Hürde und Ja, und ja, dann stehen da auch die Koffer, die dann eigentlich reingepasst hätten, aber nein, es ist eben nur ein Kombi gewesen, ne? Immer noch. Und ja, was wir dann im Nachhinein gedacht haben beziehungsweise herausgefunden haben, dass da die Koffer eigentlich das nicht so gute Lösung ist, ne? zum Fürs Beispiel, Packen. ja, also Koffer, wir haben Genau, gemerkt, dass wir so, wenn wir Sachen in die Tüten reinpacken, genau. mehr sparen als mit Koffern, auch wenn die Koffer bequem sind zum Ja, Hochtragen. Man denkt halt immer, ja, grad für so auf Reisen 'n bisschen schwierig. Dann ja. halt, was, unser Problem war, wir hatten dann irgendwie, gedacht, wir belohnen uns mit 'nem Ausflug zum Legoland und gingen dann direkt feuerfrei, haben da aber irgendwie gefühlt 5 Tage Stress gehabt oder 'ne Woche mit, ja, alles packen, runtertragen, Möbel ausschrauben, abbauen und hast du Mhm. nicht man muss das halt alles selber machen, weil außer man bucht es für teures Geld. Und am Es Ende war Legoland eine Bestrafung für uns gefühlt, Ja, ne? es reicht ja eigentlich, die Wohnung abzugeben. Da bist du ja schon mal ganz gut fix und alle. Und dann noch die Fahrerei nach Günzburg und dann nochmal die ganze 2 Tage, weil wir dachten, eins reicht ja nicht, um alles abzuklappen. Die 2 Tage, also am zweiten Tag habe ich schon gedacht, so, wir könnten jetzt eigentlich schon mal weiterfahren. Ne? Und dann weiter sind wir dann nach, Bratislava. Da hatten wir dann auch 2 Tage, so ein Wochenende, dadurch, dass wir ja, nach Österreich wollten. Das war eigentlich so das Ziel. Für einen Monat nach Österreich dort gebucht, da ich aus Österreich komme und so ein bisschen, ja, alte Heimat so ein bisschen besuchen wollte, noch mal so zum Abschluss, da wir mhm. nicht hundertprozentig wussten, wo es hingeht. Der Plan war eigentlich so ein bisschen Richtung Spanien, Portugal. Alles andere hat sich dann so irgendwann über die Monate ergeben. Ja, Bratislava war dann eigentlich ein Tag noch 'n Ausflug machen, da Mhm. oben auf diese Festung. Genau, Wetter hatten wir leider nicht so optimal erwischt, bisschen durch die Stadt gehen. ja, So groß ist Bratislava nicht, ich kenne es noch von früher. ja. Ist eigentlich relativ schnell durchlaufen, 'ne schöne Stadt, aber auch nichts Weltbewegendes. Und den zweiten Tag Das war aber das Wetter immer wahrscheinlich, ja, ne? Wenn das Wetter ja. nicht so ist, dann empfindet man das Ort oder Stadt nicht so spektakulär. Und den zweiten Tag haben wir dann, Nicht viel gemacht, ne? ja, auf Wir waren in einen der berühmtesten Restaurants, ne? genau, diesen Das war, Flagship heißt es, glaube ich, irgendwie, genau. Bratislava Das war ja Flagship. früher mal Theater oder Mhm. Kino. Ja, Ja. war jetzt War ganz nett. ganz, ganz, ganz nett, ja. Mit dem hausgemachten Essen und ja, slowakischem Bier, den ich nicht mal raustrinken konnte, ne? Weil die, Ja, ja, große ja, Krüge. Ja, dann halt auf der Boot gewesen und wie gesagt, am zweiten Tag hatten wir eigentlich nur noch geruht auf der Couch und wollten uns ja, nur noch erholen von, ja, man hat dann halt so die Auswirkungen gespürt. Also mhm. mein Rücken war ziemlich angeschlagen, die Beine und. Treppen Ja, hoch, Treppen runter, weil wir hatten ja keinen Aufzug bei uns. ja. Mit hoch, runter, hoch, runter. Ich bin gefühlt, glaube ich, 150 Mal hoch und runter. Mhm. Ja, Mm, also wir hätten jetzt anders gemacht. Wir ja, hätten es in der Zeit noch mal ein bisschen gedehnt, ne? ja. Es Und war, vielleicht doch nicht so viele Sachen auf letzte Drücke machen. Ja, man kann nie früh genug planen, denke ich mal. Und weniger ist mehr, das haben wir dann auf den Reisen gelernt. Man braucht nicht so viel, merkt man dann ja, spätestens auf dem Weg. Man hört es auch von allen, die irgendwie auf Reisen sind, ob mit Camper, ob mit Auto oder einfach nur mit 3 Koffern irgendwie auf Weltreise. mhm. Man braucht vieles nicht, man komprimiert vieles, vieles kann man vor Ort kaufen, Ja. was man benötigt. Man braucht keine 8 Winterjacken. Wenn man dann wirklich merkt, es ist kühl, dann holt man Aber sich irgendwo eine eine. schon. Ja, Österreich selber war für mich persönlich als, ja, Aufgewachsener dort schockierend. Also die Armut, wenn ältere Menschen, wenn wir da beim Einkaufen waren, beziehungsweise ich bin da meistens in der Früh aufgestanden, habe was geholt und die laufen und kreisen schon um diesen 50% Korb, der da zum Beispiel an so besonderen Käse ist, der schon so abgelaufen ist
oder ältere Damen, die da zu der Verkäuferin gehen. Das hat mir so wehgetan, krieg wieder Gänsehaut, dass die dann, Erschreckend, ja. das sind Einheimische. Das war fast täglich, wo ich eine ältere Frau gesehen habe, die da irgendwie so tuschelt und fragt, ob es da irgendwie eine Wurst irgendwo hinten im Lager gibt, wo sie Ja. was kriegen könnte und. Oder beim abgelaufenen Brot, Kuchen und so weiter, was da ist, damit sie mal, die älteren Leute, dass sie mal sich treffen und Kaffee und Kuchen. Ist ja fast nicht mehr leistbar heutzutage. Ein Kuchen kostet 5, 6 Euro. Ja. 1, 2 Stücke sind da drin. Also es ist echt heftig. Also ich war echt schockiert. Und wenn ich so mit meinen österreichischen Freunden rede, das ist wieder diese Mentalität. Man merkt es ihnen innerlich an, dass es schon schockierend ist, wenn die dann irgendwie so einen Sechsertragel Coca-Cola oder sowas holen so zum Trinken oder irgendwie so einen Softdrink und dann zahlen sie irgendwie 12 Euro. Ein Red Bull, obwohl es in Österreich produziert wird, 1,49. Also bis jetzt das teuerste Red Bull, was wir in Europa gesehen haben, Ja. obwohl es dort produziert wird, weil ja die Energiekosten sind ja so hoch und gestiegen und dabei wird das nicht mal gekühlt. Also gekühlt ist es nochmal teurer. Ich nehme immer Red Bull als klassischen Vergleich, egal wo ich bin. Wenn dann in der Türkei sogar das Red Bull günstiger ist oder in Bulgarien, wo es irgendwie einige Kilometer hinter sich hat. Ja, das hat mich schockiert und trotzdem nehmen es halt die Österreicher gelassen nach außen hin. Man lässt sich halt nichts anmerken, aber es ist schon, es knirscht irgendwo Ist ein sichtbar. bisschen. Ne? Das Und dann ist sind wir in halt, Wien gewesen, ersten Bezirk, ne? Ja, Und dann Stephansdom, ja. 1. Bezirk. Wenn man schon mal da ist das, glaube ich, das A und O. Da muss man halt einfach mal hin, sich die Zeit nehmen. Ein Tag volles Programm. Ne? Man sieht da auch aber im Zentrum so ein Zwiespalt. Ne? Reich und ja, arm. Haben wir ja auch ganz viele Luxusläden und gesehen, wo da die Schlangen halt vor den Läden sind. Die Leute werden durch Security reingelassen, eins nach dem anderen. Ich dachte eben, haben wir noch Corona oder so. Ich wusste nicht, dass das immer noch so ist. Aber eben, dass man eigentlich ums Überleben kämpft, kann man schon so fast sagen. Und da aber mal in der Schlange stehen bleibt wegen ein Tischchen oder was man da so kauft. Aber schon, eigentlich ganze Straße lang, ne, waren so Schlangen, ne, von den ja, der erste Bezirk halt Modehäusern. alles da siehst du auch die ganzen Kaffeehäuser, die haben wahrscheinlich auch teure Einnahmenentgänge, da kostet der Kaffee 7 Euro oder so, was ich gesehen habe. Oder irgend so ein, so eine bekannte Dönerkette, würde man in Deutschland sagen. In Österreich sagt man dazu Kebab, genauso man sagt nicht Kaffee in Österreich, da habe ich auch mich einmal verplappert aus Gewohnheit. Man sagt halt welchen Kaffee man will, dann Melange, verlängerter und so Sachen, großer Brauner. Habe ich auch gelernt, ja. Ja, ne, sonst wird man so ein bisschen doof angeguckt. Ja. Ja, da kostet irgendwie ein Kebab 7 Euro, ein Softdrink, glaube ich, 5 Euro, 4,50 Euro, ein stinknormaler Softdrink, noch nicht mal 0,3 oder 0,2. Und die Läden sind alle voll, die Kaffeehäuser kriegst du nicht mal einen Platz, irgendwo, sobald die Sonne rauskommt. Also, ja, und dann kommst du raus in den äußersten Bezirk, wo wir geparkt haben. Und da gehen die Leute dann im Spar irgendwie um 50% essen in dem Restaurant. Wenn dann Happy Hour ist ab 17 Uhr, wo die Reste ausgeteilt werden, dann stehen die älteren Leute mit ihren Tupperdosen, stehen die Schlange und nehmen sich was mit. Vielleicht für 2, 3 Tage oder für die Frau zu Hause oder irgendwelche Nachbarn. Schlimm. Meiner Meinung nach, also schlimm. Also Österreich hat ja auch wenigstens zugegeben, dass sie in einer Rezession sind und die Inflation nach wie vor die zweithöchste in Europa ist. Also die haben da Die war schon sichtbar, ne? Ja, die war sichtbar. Ja. Wir haben auch ganz viele Thermal- und Schwimmbäder besucht. Also wirklich wunderschön. So ein Feeling. Ich glaube, am besten da war der Badener, der Thermalbad. Der Strandbad, ja. Ja, wirklich für jeden etwas dabei. Kenn ich persönlich aus Deutschland nicht. Ja, man kann ja in verschiedenen Becken schwimmen. Man hat Frauen- und Männerseite, wenn man sich ja ausruhen will. Man hat ja Häuschen, wo man übernachten kann, ne? Und Kabinen, wo man ganzjährig auch wohnen kann, kannte ich auch so wirklich nicht. Schwimmbäder an sich waren auch toll, nur halt das Preis halt, ne? Das hat schon so ein bisschen ohne Essen schon 20 Euro gekostet, der Eintritt, ne? Mindestens. Zu dritt, ja. Mindestens. Und das war halt meistens normale Schwimmbäder, ohne irgendwelche Rutschen und was weiß ich was. Einfach, Freibäder, ja. Ganz simpel, wo die Einheimischen nochmal einfach hingehen. Da gibt's auch noch Preisunterschiede zwischen Uhrzeiten. Man merkt dann so, je nachdem, 16 Uhr, glaube ich, da ging's wirklich voll, ne?
Ja, weil die dann irgendwie einen halben Preis haben. Dann, ja, auch die von der Arbeit kommen, mit Kinder etc. Ja, dadurch, dass wir halt im Sommer waren, viel Schwimmbad und also viel, ein paar Mal. Und dann an dem See warst du dann noch, wo Am ich ein See, bisschen ja. arbeiten musste. Ja. Ja, ich kenne es von früher, den See, Neufelder See. Mhm. Ist jetzt nichts Besonderes, aber auch nett. Ich habe mich wieder wohlgefühlt grundsätzlich von Österreich, was einfach so ein bisschen Heimatgefühl ist. Aber trotzdem, ich kann es mir einfach fast nicht vorstellen, wieder irgendwie da zurückzukehren. Die haben in diversen Berufen Mangel. Ich könnte da direkt in 3 verschiedenen Jobs anfangen. Aber ich habe da ehrlich nicht so die Ambitionen, dann teure Mieten zu bezahlen, teures Essen. Und am Ende bleibt dir nicht viel für irgendwelche Aktivitäten. Ja. Allein die Eintritte überall, ne? Genau, du wirst irgendwas sehen. Klar, man muss da Eintritt bezahlen, das ist mir klar, aber wie soll sich das eine Familie zu 4 oder zu 5 leisten? Genau, ja. Ne? Das ist also, boah, ist klar, du willst ja was sehen, deswegen bist du ja ausgewandert, um ein bisschen mehr was sehen zu können, aber es macht dann keinen Spaß an der Kasse, ganz einfach. Und deswegen hat man sich ja zum Beispiel den Belvedere an der Reise nicht gemacht, weil da müssen wir fast, glaube ich, 200 Euro zu dritt zahlen. War auch ein bisschen spät, ne? Die Preise natürlich. Man hätte da so ein bisschen hingehen können, spazieren, aber es ist halt riesig. Ich war damals mit der Schule auf so einer Woche dort. Wir hatten den ganzen Tag Museen, was da alles ist. Das ist ein ganzen Tagesausflug. Aber die Preise, ja, wie du sagst. Saftig, ja. Ja, also wenn du überall reingehen willst, noch mit Kind, auch da, wo wir waren beim Donauturm, du bist dann hingegangen, weil da, glaube ich, Toiletten waren, sonst konnte man da nirgends gehen. Und hast ja die Preise gesehen. Das war 18 Euro pro Person. Einmal den Turm hoch. Nur Turm, ja. Kaffee oben trinken bei der Aussichts, so eine Plattform, die sich dreht. Das haben sie aber cool gemacht, habe ich nachher gesehen. Da haben sie die höchste Rutsche der Welt hingebaut. Also ganz oben haben sie irgendwie so eine Rutsche gebaut, kann man dann runterrutschen. Ist so ein bisschen ein Highlight. Vielleicht so ein bisschen eine Entschädigung, aber ansonsten, du zahlst dann halt 60 Euro für uns 3, ne? Einfach mal mit einem Aufzug hochfahren. Muss man sich halt auch mal so ein bisschen überlegen. Deswegen sitzen die da unten wie in so einem Lufthansa-Terminal, ne, Lufthansa nicht, Qatar Airways so ein bisschen. Ja, ne? ja. Also die waren da schon Alles schick, ja. schick gemacht alles. Also wie gesagt, Österreich schön, teuer. Dafür haben wir uns aber gewöhnt Esterhazy. Esterhazy in Burgenland, in Eisenstadt. Das war echt ein Erlebnis, muss man sagen. Wir haben das so toll restauriert und sind ja immer noch dabei. Ganz toller Tag war das, selbst für Susanna mit Führung. Die Frau hat das auch toll gemacht, muss ich sagen. Ist ja nicht immer so. Ich empfehle auf jeden Fall die Führung, weil der Aufpreis war ja lächerlich. Und dann hast du jemanden dabei, der dir auch so ein bisschen erklären kann. Ja. Du kommst auch in spezielle Räume rein, die du sonst nicht betreten darfst. Das wusste ich auch nicht. Ja. War cool. Da siehst du dann, wie die dort gelebt haben und so Sachen. Ja. Also Esterhazy war Überraschung und lustigerweise ist das nicht teuer, Punkt 1. Ja. Und ich empfand eigentlich Burgenland so viel, viel günstiger als da, wo wir waren, in Wiener Neustadt, Niederösterreich, Wien. Ja. Definitiv. Also das Esterhazy-Schloss ist ein Ganztagesausflug, schönen Park im Hintergrund. Park und Garten muss man auch unbedingt sehen. Ja. Auf jeden Fall, das ist sicherlich ein Ausflugsziel, das so ein bisschen unterschätzt ist. Ich glaube, die Esterhazys sind ja jetzt mittlerweile ausgestorben. Ne? Ja. Die wurden damals von den Kommunisten wurden sie damals verjagt, weil sie halt so viel Reichtum hatten, waren ja so die Reichsten. Ja. Irgendwie so, selbst der Kaiser ist da irgendwie runtergefahren oder die Sisi und haben geguckt, dass sie immer zu den Partys eingeladen sind, ein bisschen Beziehungen spielen lassen und so. War schon sehr spannend, empfehlen wir auf jeden Fall. So, sicherlich einer der Überraschungen. Dann haben dann wieder gepackt, anders, wie jedes Mal. Jetzt, dann sind wir Richtung Tschechien. Ja. Wollten auf den Weg Prag und sind wir auf dem Weg mal auf einen See gestoßen, wo eigentlich nur Tschechen unterwegs waren. Keine Touristen. Keine Touristen. Sehr nettes Plätzchen, wo man auch ohne Probleme stehen könnte, ohne zu bezahlen, wenn man einen Camper hätte. Allgemein durch die ganze Weg entlang, wo wir gefahren sind. Wir sind ja die landschaftliche Route gefahren, extra weil es so extrem schön ist. Man könnte so viel eigentlich mitnehmen für sich, ne? Also jeden Tag irgendwo anders stehen. Definitiv eine schöne Landschaft bis nach Prag rein. Also das ist also für jeden so ein kleiner Geheimtipp. Also aus Linz sind wir gefahren, quasi vom Süden aus, die Strecke Richtung Prag. Selbst die Einfahrt nach Prag war sehenswert mit der Moldau auf der rechten Seite.
Einfach schön brav die Bundesstraße, nicht die Autobahn hetzen, ne? Sich da irgendwie wieder auf eine Autobahn prügeln, wo du wieder nichts mitkriegst. War schon ein Highlight. Wenig Verkehr, wenn dann kennst du es eh, die Einheimischen, die wollen ja immer überholen, egal wo man es will, ne, im Osten. Ne? Die kennen halt den Weg auswendig. Und wenn wir da herumjuckeln mit 40 km/h, ja, das sehe auf jeden Fall ein Highlight. Die Strecke, die Landschaft war sicherlich eine Überraschung. Prag selber wollten wir einfach mitnehmen. Ja, wir haben auch noch nicht alles gesehen. Es werden wir auf jeden Fall irgendwann mal Reunion machen müssen. Die Anja wollte ja in 2 Stunden durchlaufen und ich war ja beruflich schon einige Male in Prag und weiß, was für ein Moloch das ist. Abgesehen von den Sehenswürdigkeiten, einfach von der Größe her, wenn du von A nach B irgendwie fahren willst. Wir haben da ein bisschen außerhalb geparkt, weil die Parkhäuser einfach 10 Euro, das ist mir nicht wert für ein paar Stunden. Eigentlich, dass wir so vollgepackt waren, da haben wir immer Angst, dass wir halt unsere Unterboden da irgendwo lassen, ne? Genau, weil wir da immer dagegen Genau, ich habe dann auch gelesen, dass in der Innenstadt die Parkhäuser sehr eng sind. Ja. Deswegen haben wir gesagt, sichere Variante, irgendwo auf flachen Boden, etwas außerhalb, sind dann mit der Straßenbahn reingefahren. Mit den alten Straßenbahnen. Ja, mit den alten, ich glaube fast 100 Jahre alten Straßenbahnen. Das war auch ein Erlebnis. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und ja, dann sind wir halt durch die Straßen halt gehetzt, wie es halt ist. Ja. Und es war auch ein sehr heißer Tag. Hat mich immer wieder erwischt. Haben wir eigentlich immer, wenn wir irgendwo einen Ausflug machen, ist es immer 30 Grad. Und da war auch nicht anders. Also waren wir eigentlich sehr gut bedient in Tschechien. Sehr viele Läden, sehr viele Cafés entlang, sehr viele gute Sachen eigentlich, was man halt... Ja, vorher waren wir ja noch in Budweis 2 Tage. Stimmt, ja. War auch ein nettes Städtchen. Vergessen. Ja, da hatten wir so ein bisschen Zeit verbracht. Ich weiß gar nicht warum, ne? Einfach einen Zwischenstopp, so ein bisschen sich zu erholen. Ja, wir wollten die La Casa de Papel Hotdogs bestimmt probieren, ne? Ja, die waren definitiv die waren besonders. So mäßig gut, ja. Aber wir haben es probiert. Das Innenstädtchen war nett, ja, hat man ja auch gesehen. Aber nach Prag möchten wir auf jeden Fall sich mal bestimmt noch ein paar Tage da lassen, ne? Ja, wenn es sich mal ergibt. Ja. Wir waren eigentlich mit dem Ziel Richtung Polen, deswegen durch Tschechien durch. Genau, wir haben geplant erstmal Daniels Umgebung so ein bisschen und dann Mainz, meine Familie, meine Eltern, meine Schwester. Wir wohnen ja in Niederschlesien bei Breslau. Da haben wir ein bisschen Gebirge, ein bisschen Seen. Genau. Das werden wir im nächsten Teil dann so ein bisschen besprechen. Da waren wir längere Zeit dann, über fast den kompletten Sommer. Ja. Und ja, hatten so einiges erlebt. War einiges Spannendes, auch so ein bisschen die Eindrücke über die Menschen. Ja. Auch da ist nicht mehr alles so tipptopp. Nein. Leider, wir waren vor 2 Jahren, wie dieses Grippenzeugs angefangen hat, ne? Und da die 2-3 Jahre Unterschied, da hat man schon, also ich habe es extrem gemerkt. Das hat auch leider mit Polen was gemacht und mit Inflation und das ist leider nicht mehr lustig. Ja. In diesem Sinne, das wird so das letzte Video vor Weihnachten sein. Deswegen wünschen wir schon allen ein besinnliches Fest. Frohe Weihnachten, wer es feiert. Bleibt gesund auf jeden Fall. Wie gesagt, träumt und dann verwirklicht eure Träume. Habt keine Angst. Und in dem Sinne wünschen wir euch angenehme, fröhliche Weihnachtsfest und melden uns wahrscheinlich zwischen den Jahren dann. Genau, dann Also bis zum nächsten Mal. Gespannt. Tschüss. Tschüss.